Herzlich willkommen beim Rimo Summer Release 2023. Ich bin Janette Acker. Mein Name ist Elisabeth Heinemann. Bevor der Sommer so richtig durchstartet, ist es Zeit für das Rimo Summer Release. Das hat wieder viele neue Features, Verbesserungen und Weiterentwicklungen im Gepäck. Wie bereits im Winter Release angekündigt, wird das alte GUI mit 29. Juni 2023 für alle User von der neuen Rimo-Oberfläche abgelöst. Komfortfunktionen für schnelleres Arbeiten, die Möglichkeit zur individuellen Personalisierung, erweiterte User Preferences und Einstellungen zu Notifications sowie modernisierte HTML-Komponenten. Die neue Oberfläche bringt viele Vorteile und Verbesserungen mit sich. Bitte beachtet, dass ein Zurückstellen auf das alte GUI ab dem Umstellungszeitpunkt nicht mehr möglich ist. Bei Fragen zu den Einstellungsmöglichkeiten bitten wir euch wie gewohnt, ein Ticket zu erstellen. Wie euch sicher bereits bekannt ist, können in Rimo Spalten berechnet werden. Was ist damit gemeint? Es ist möglich, eigene Formeln zu erstellen und auf Spalten anzuwenden. Bisher waren die Grundrechnungsarten sowie Wenn- und Oder-Formeln möglich. Jetzt können aber auch bereits erstellte Formeln in weiteren Formeln verwendet werden. Eine Zirkelreferenz wird verhindert. Ebenso können nun auf die Summenzeilen diese Formeln angewandt werden. Sehen wir uns das anhand eines Beispiels und einer kleinen Wiederholung näher an. Formeln werden über Add Formula erstellt. Über das kleine Zahnrad im Spaltennamen können bereits bestehende Formeln bearbeitet werden. In unserem Beispiel errechnen wir die Vertriebsspanne in Prozent. Diese Formel ergibt sich aus bereits zwei bestehenden Formeln. Die Vertriebsspanne in Prozent wird folgendermaßen berechnet. Vertriebsspanne in Prozent ist gleich Vertriebsspanne dividiert durch den bewerteten Umsatz mal 100. Das Löschen einer Formel, wenn diese bereits in einer anderen verwendet wird, ist nicht möglich. Wird dennoch versucht, diese zu löschen, kommt es zu einer Warnung. Ist das Häkchen bei Use Subtotals gesetzt, so wird diese Formel auch in der Summenzeile angewandt und die Vertriebsspanne in Prozent berechnet. Nun zum Beispiel aus dem PM-Cockpit. Die Summe der Vertriebsspanne dividiert durch die Summe des bewerteten Umsatzes ergibt die Vertriebsspanne in Prozent. Mittels Mouse Over über eine Summenzeile wird die verwendete Formel angezeigt, wenn Use Subtotals aktiviert ist. Ist das Häkchen nicht gesetzt, so wird je nach eingestellter Berechnung die Summe, der Durchschnitt etc. gebildet. Wir haben uns dazu entschlossen, das Navigations-Item My Tasks Closed, welches in der Gruppe Reports zu finden war, mit Release zu entfernen und stattdessen einen neuen vordefinierten Filter in My Tasks zu ermöglichen. Somit konnten wir aus zwei Navigations-Items eines machen, wodurch kein Wechsel mehr nötig ist und man in einer Ansicht einfach weiterarbeiten kann. Nun gibt es gleich zwei neue vordefinierte Filter in My Tasks. Der Filter Work Packages Worked on 3 Days zeigt nur jene Work Packages an, auf welche der aktuelle User in den letzten 3 Tagen Zeit erfasst hat. Der Filter My Work Packages Closed, welcher nur My Tasks Closed ersetzt, zeigt nur jene Work Packages an, bei welchen der aktuelle User oder sein Team zugewiesen ist und die geschlossen wurden. Bisher war es nicht möglich, ganze Templates oder einzelne Template-Vorgänge zu klonen bzw. zu kopieren. Das war für viele User mühsam, da die Templates neu erstellt werden mussten. Seit Release ist es nun möglich, ganze Templates zu klonen. Dabei werden die Projektrelationen, Template Manager und vieles mehr automatisch übernommen. Die einzelnen Vorgänge werden dabei auch automatisch in den Status Active versetzt. Ebenso können nun Template-Vorgänge innerhalb des Templates geklont werden. Außerdem ist es auch möglich, dass Template-Vorgänge kopiert und in einen anderen Template, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, eingefügt werden können. Sollte der Klon oder das Kopieren bzw. Einfügen nicht möglich sein, wird mittels einer Warnung darauf aufmerksam gemacht.
Bisher konnte zwar am Template die Work Package bzw. Milestone Bezeichnung verändert, aber nicht auf alle Work Packages oder Milestones gepusht werden. Außerdem konnten die Namensänderungen von Work Packages und Milestones nicht mehr zurückgesetzt werden, also sodass sie wieder mit dem Template übereinstimmen. Das haben wir nun angepasst. Die Bezeichnung kann nun verändert und auf Work Packages, die sich im Status Inactive oder Active befinden, ausgerollt werden. Ebenso können die Bezeichnungen am Work Package oder Milestone wieder auf die Template-Vorgabe zurückgesetzt werden. Die Bezeichnung von Projektmeilensteinen können selbstverständlich dadurch nicht verändert werden. Mit Release wurde die History des User-Profils überarbeitet und die Changed Objects entfernt. Im Grunde haben beide Punkte bisher das Gleiche getan und nun haben wir einen Aufruf dazu gemacht. In der History sind alle geänderten Objekte des Users nach Datum gruppiert gelistet und je Berechtigung kann Einsicht darauf genommen werden. Wir bitten euch um Feedback zu der History. Was können wir besser machen bzw. was fehlt euch? Bisher konnte die Funktion Replace All am Template nicht verwendet werden, wenn ein Vorgang bereits begonnen wurde, wie zum Beispiel ein Kommentar verfasst. Nun haben wir die neue Variante Replace All Inactive bei der Funktion Copy from Template implementiert und euch zur Verfügung gestellt. Über Replace All Inactive werden nun alle bisherigen inaktiven Vorgänge auf der Sales Order entfernt und durch die selektierten Vorgänge des Templates ersetzt. Allerdings wird nach Klick auf Replace All Inactive nochmals darauf aufmerksam gemacht, dass alle inaktiven Vorgänge vom Auftrag entfernt bzw. gelöscht werden. Aber Achtung, bei dieser Variante gehen auch bisherige Kommentare, Files, Constraint Rules etc. verloren, wenn das Work Package bzw. der Milestone den Status Inactive haben. Hier wird nur der Status geprüft. Sobald der Vorgang den Status größer Inactive hat, bleiben diese Vorgänge auf der Sales Order bestehen und werden nicht gelöscht. Im nächsten Schritt müssen im Treelist Chooser die gewünschten Vorgänge selektiert werden. Diese werden in die Sales Order kopiert und ersetzen alle inaktiven Vorgänge. Um mehr Details zu erhalten, bitte ich euch, in der Wiki-Doku nachzulesen. Des Öfteren kann es vorkommen, dass eine Sales Order mehrere andere bedient und somit eine Verknüpfung nötig ist. Das bedeutet, es kann eine oder mehrere Primary Sales Orders geben, welche die Projektmeilensteine des Secondary Sales Orders bedient. Der Import stellt zwischen den Sales Orders eine Verknüpfung her und verbindet ebenfalls die gleichnamigen Projektmeilensteine. Manuell angelegte Meilensteine werden nicht automatisch durch den Import verknüpft. Damit der Import durchgeführt werden kann, muss der User entsprechend berechtigt werden. Im Modul Sales Orders kann mit der entsprechenden Rolle im Navigations-Item Imports über Select Import unter mehreren Imports gewählt werden. Damit Sales Orders verknüpft werden können, ist der Import Establish Primary to Secondary Sales Order Relations auszuwählen. Wurde der Import gewählt, wird dieser in der Importmaske angezeigt. Unter Sample kann eine Beispieldatei downgeloadet werden. In der CSV-Datei sind 2 Spalten enthalten, in welchen die Nummern der Primary Sales Orders und der Secondary Sales Orders zu hinterlegen sind. Über Upload kann die CSV-Datei hochgeladen und über Start Import der Import gestartet werden. Im unteren Bereich sind die Details zum Import ersichtlich. Über das Dokument-Icon können Stand- und Fehlermeldungen zum Import angezeigt werden. Wenn der Import erfolgreich war, wird es folgendermaßen angezeigt. Nach einem erfolgreichen Import werden die in der CSV-Datei hinterlegten Sales Orders sowie alle gleichen Projektmeilensteine miteinander in einer Ende-Anfang-Beziehung verknüpft. Wird nun ein Projektmeilenstein in der Primary Sales Order geschlossen, so wird der gleichnamige Projektmeilenstein in der Secondary Sales Order ebenfalls geschlossen. Sind die Primary und Secondary Sales Orders bereits miteinander verknüpft,
Dann werden nur die Meilensteindaten aktualisiert. Das bedeutet, die Secondary Meilensteine werden überschrieben, sofern sie nicht bereits geschlossen sind. Es werden die Plan- und Ist-Daten sowie der Status des Meilensteins angepasst. Über den Import können die Secondary Meilensteine auch geschlossen werden, wenn die Primary Meilensteine bereits geschlossen sind. Sales-Order-Ketten sind erlaubt, dennoch sind keine Sales-Order-Zirkelbezüge erlaubt. Wird dennoch versucht, Sales-Order-Zirkelbezüge zu erzeugen, wird beim Import darauf aufmerksam gemacht. Wurden die Sales-Orders miteinander verknüpft, so erhalten diese einen zusätzlichen Tab. Je nachdem, auf welcher Sales-Order man sich befindet, wird entweder ein Primary Sales-Order-Tab, ein Secondary Sales-Order-Tab oder beides angezeigt. Die Verknüpfungen können in diesen Tabs auch wieder aufgehoben werden. Wurden die Sales-Orders verknüpft, werden diese, sobald eine verknüpfte Sales-Order selektiert wird, in Gantt und in List ebenfalls angezeigt. Die verknüpften Projektmeilensteine werden im Gantt-Chart grafisch dargestellt. Außerdem ist im Meilenstein-Editor unter den Verlinkungen die Verknüpfung zum gleichnamigen Projektmeilenstein der verknüpften Sales-Order zu sehen. Oft ist nicht von Anfang an klar, wie sich der weitere Verlauf meines Projekts entwickelt, und es müssen Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel bei einem Site-Umbau oder Erweiterung. Hier wird oft erst bei der Analyse bzw. sogar bei einer Begehung, also nach Abarbeitung erster Arbeitsschritte, klar, was alles zu tun ist. Nun kann der Projektleiter während des Projekts über Copy from Template den weiteren Verlauf in die Sales-Order kopieren oder er verwendet bei Anlage des Templates Entscheidungs-Work-Packages. Wie werden Entscheidungs-Work-Packages erstellt? Am Work-Package oder Milestone am Template können in dem Tab Dependencies and Decisions Entscheidungen erstellt werden. Über das grüne Plus werden alle möglichen Entscheidungsnachfolger angezeigt. Das heißt, diese Vorgänge haben keine Vorgänger und haben eventuell normale Nachfolger. Das Plus ist außerdem nur sichtbar, wenn es auch möglich wäre, einen Entscheidungsnachfolger auszuwählen. Wurde ein Work-Package oder Milestone gewählt, so ist dieser am Entscheidungs-Work-Package unter den Decision Successors sichtbar. Wurden alle gewünschten Entscheidungsnachfolger hinterlegt, so sind diese nur am Template ersichtlich, da man diese erst nach der Entscheidung auf dem eigentlichen Auftrag haben möchte. Es wird somit immer nur bis zur ersten Entscheidung das Template in die Sales-Order kopiert. Wurde ein Work-Package im Template als Entscheidungs-Work-Package markiert, so ist es an folgenden Stellen erkennbar. Erstens, das Info-Icon Decision Work Package wird angezeigt. Zweitens, ein weiterer Hinweis ist, dass keine Linien im Gantt-Chart dargestellt werden. Wird nun ein Entscheidungs-Work Package am Auftrag über Update State geschlossen, so kommt im nächsten Schritt der Entscheidungsdialog, in welchem die Entscheidung getroffen werden muss. Hier werden unter Decision alle möglichen Optionen gelistet und erlaubt dem User, seine Entscheidung zu treffen. Unter Possible Decisions werden der Titel und die Beschreibung zur Antwortmöglichkeit angezeigt, welche dem User helfen können, sich für eine Antwort zu entscheiden. Mit OK wird die Entscheidung getroffen und der Rest des Templates bis zur nächsten Entscheidung in die Sales-Order kopiert. Mit Cancel wird der Vorgang abgebrochen. Es wird keine Entscheidung gefällt und das Entscheidungs-Work-Package wird auch nicht geschlossen, da ja noch eine Entscheidung fällig ist. Wurde eine Entscheidung getroffen, so wird der Rest des Templates bis zur nächsten Entscheidung in die Sales-Order kopiert. Das Entscheidungs-Work-Package wird geschlossen und der Entscheidungsnachfolger wird in den Status Active versetzt, sodass ein reibungsloser Ablauf ohne Unterbrechung sichergestellt werden kann. Für mehr Details, Warnungen und Hinweise bitte ich euch, einen Blick in die Wiki-Doku zu werfen. Bisher konnten in diversen Tabellen keine Attribute, übergeordnete Objekte angezeigt bzw. eingeblendet werden. Dafür haben wir jetzt eine Lösung gefunden. Zum Beispiel in einer Tabelle von Sales Orders können keine Attribute vom Projekt eingeblendet werden. Der Methodeneditor ermöglicht das nun.
Durch Klick auf Add Method in einer Tabelle kann der Methodeneditor geöffnet werden. Im Editor kann nun eine neue Methode erstellt werden. Wie genau nun Methodenattribute erstellt, bearbeitet oder wieder gelöscht werden können, ist in der Wiki-Doku näher beschrieben. Zu beachten gilt, dass nicht in allen Tabellen die gewünschten Klassen vorhanden sind. Sollten weitere Klassen gewählt werden können, so ist bitte ein Ticket zu erfassen. Mit Release wurden die einzelnen Aufgaben der Checkliste mit dem Fortschritt gekoppelt. Was bedeutet das? Wird ein Action-Item, also eine Aufgabe, als erledigt markiert, wird dementsprechend der Fortschritt berechnet. Wird das Action-Item als unerledigt markiert, dann wird der Fortschritt erneut berechnet. Kurz zur Wiederholung. Wie kann man eine Aufgabe als erledigt markieren? Durch Setzen der Häkchen oder Eingabe einer Antwort und Enter-Bestätigung kann eine Aufgabe als erledigt markiert werden. Gleichzeitig wird der Fortschritt immer wieder neu berechnet. In diesem Beispiel sind nun 3 von 5 Action-Items erledigt. Somit liegt der Fortschritt des Work Package bei 60%. Hier noch kleine Hinweise, weitere können der Wiki-Doku entnommen werden. Der Fortschritt wird nur durch Erledigen der Action-Items beim Work Package gesetzt. Bei Meilensteinen nicht, da diese über keinen Fortschritt verfügen. Sind alle Action-Items erledigt, so liegt der Fortschritt bei 100%. Wird ein neues Action-Item hinzugefügt, so wird der Fortschritt neu berechnet. Wird das letzte erledigte Action-Item gelöscht, so bleibt der Fortschritt bei 100%. Für mehr Details und Beispiele werft bitte einen Blick in die Wiki-Doku. Die Liefererfassung ist nun auf 2 Varianten möglich. Dienstleistungen können entweder nach Menge oder nach Kosten eingelagert werden. Wird nach der Menge eingelagert, so werden die Kosten berechnet. Wird nach den Kosten eingelagert, so wird die Menge berechnet. Materialien können nur nach der Menge eingelagert werden. Anschließend werden die Kosten berechnet. Wird nach der Menge eingelagert, wird im Dialog neben anderen Details Folgendes angezeigt. Ordered ist die Menge, die ursprünglich bestellt wurde. Delivered ist die Menge, die bisher mit anderen Teillieferungen geliefert wurde. Current ist die Menge, die mit der aktuellen Lieferung geliefert wurde. Es kann auch aus mehreren Lieferungen zusammengerechnet werden, indem man durch ein Plus die Mengen trennt. Serial Number ist die Seriennummer der aktuellen Lieferung. Es können auch aus mehreren Lieferungen mehrere Seriennummern angegeben werden, indem man durch ein Plus die Seriennummern trennt. Batch Number ist die Batchnummer der aktuellen Lieferung. Es können auch hier aus mehreren Lieferungen mehrere Batchnummern angegeben werden, indem man durch ein Plus die Batchnummern trennt. In der Tabelle werden durch die Einlagerung aus der erfassten Menge die Kosten berechnet. Es wurden 2 Stück Kabelführung eingelagert. Ein Stück kostet 280 €. Dadurch betragen die Kosten für 2 Stück 560 €. Wird nach den Kosten, also nur bei Dienstleistungen möglich, eingelagert, wird im Dialog neben anderen und bereits bekannten Details Folgendes angezeigt. Current sind die Kosten, die geleistet und eingelagert werden können. Es kann auch aus mehreren Lieferungen zusammengerechnet werden, indem man durch ein Plus die Kosten trennt. In der Tabelle werden durch die Einlagerung aus den erfassten Kosten die Menge berechnet. Es wurden 142,5 € Dienstleistungen Montage eingelagert bzw. geleistet. Eine Stunde Montage kosten 95 €. Dadurch beträgt die Menge für 142,50 Montagekosten 1,5 Stunden. Anschließend ist in der Tabelle sichtbar, welche Lieferartikel erfasst wurden und kann mit dem bestellten Lieferartikel gegenübergestellt werden. Nun kann über Finish die Liefererfassung abgeschlossen werden.
Mit Release kann in MyPMBoard, im Dashboard und in MyProjectsList im Sales Order Bereich nun zwischen der Karten- und Tabellenansicht gewechselt werden. In der Tabellenansicht kann die Tabelle, wie in allen anderen Tabellen, bearbeitet werden. Der globale Filter bleibt beim Wechsel bestehen. Diverse Tabelleneinstellungen können getroffen werden, wie zum Beispiel Views können erstellt werden, es kann gefiltert und gruppiert werden und vieles mehr. Über den Button Toggle Include Closed können die geschlossenen Sales Orders ein- bzw. wieder ausgeblendet werden. Außerdem kann die Tabelle größer und auch wieder kleiner gestellt werden. Wie sicher schon einigen von euch bekannt ist, ist unter Project ebenso das Dispatching, also der Scheduler und der User Scheduler, zu finden. Was versteht man aber eigentlich unter Dispatching? Dispatching ist die Steuerung und Verwaltung von Aufgaben der Teams, für welche der Dispatcher zuständig ist. Der Dispatcher verwaltet nun die Aufgaben der Teams. Er verschafft sich einen Überblick der Nichtleistungszeiten und der bereits eingeteilten Arbeit seiner Teams bzw. deren Mitglieder. Er ist somit auch zuständig für die Zuweisung der Vorgänger für alle Teams, in welchen er Dispatcher ist. Der Scheduler ermöglicht es den Team-Dispatchern, die Aufgaben der Teams, für welchen sie als Dispatcher zugeordnet sind, zu verwalten und diese zu verteilen. Hier bekommt der Dispatcher eine gute Übersicht über die Aufgaben, die die Teams erledigen sollen, sowie über die freien Termine. Die Teams werden in den ersten Zeilen dargestellt. Die einzelnen Aufgaben werden in Kästchen dargestellt. Was in den Zeilen und in welcher Farbe das Kästchen angezeigt werden soll, kann unter Render Preferences eingestellt werden. Hier können generell diverse Einstellungen getroffen werden. Im Summer Release haben wir aber zusätzlich die Resource Overview implementiert. Über den Creation Mode Resources Overview wird die Auslastung aller Ressourcen des gewählten Zeitraums, aller Work Packages über alle Sales Orders hinweg ein- bzw. ausgeblendet. Unter Render Preferences kann noch Folgendes eingestellt werden: Wie die Ansicht sein soll, ob nach Tagen oder nach Wochen berechnet werden soll, für wie viele Wochen im Voraus kalkuliert werden soll. Dabei wird immer mit dem aktuellen Montag gestartet und wie hoch ein Resource Task sein soll. Welche Bedeutung die Werte und Farben darstellen, erkläre ich euch jetzt. Die erste Ziffer gibt die geplante Dauer laut Work Package an. Die zweite Ziffer zeigt die Sollstunden laut Arbeitsmodell oder Kalender, wenn kein Arbeitsmodell hinterlegt ist. Die dritte Ziffer ist die Anzahl der Work Packages und die letzte Ziffer sind Abwesenheiten, wenn welche vorhanden sind. Das kleine a steht für abwesend. Nun zu den Farben. Gelb bedeutet eine volle Auslastung. Rot bedeutet eine Überlastung. Blau bedeutet, dass die Person nicht voll ausgelastet ist. Und weiß findet keine Auslastung statt. Also es wurde keine Aufgabe zugewiesen. Im Pop-up-Menü wird die Auslastung des Mitarbeiters nochmal übersichtlicher dargestellt. Im oberen Teil ist Folgendes ersichtlich. Planned Working Time ist die geplante Arbeitszeit in Stunden. Maximal Working Time ist die maximale Arbeitszeit in Stunden laut Arbeitszeitmodell oder Kalender, wenn kein Arbeitszeitmodell hinterlegt ist. Non-Productive Time ist die Nichtleistungszeit in Stunden, wie zum Beispiel krank, Urlaub, Arztbesuch etc. Im unteren Teil wird sichtbar, wo die Ressourcen verplant sind. Hier werden alle Sales Orders und dessen Work Packages angezeigt, in welchen der Mitarbeiter an diesem Tag verplant ist. Mehr Details sind bitte wie gewohnt der Wiki-Doku zu entnehmen. Zuallererst darf ich auf die Verbesserungen bei den ZIP-Exporten eingehen. Mit diesem Release sieht der User beim Erstellen des ZIP-Exports in der Job Table den Progress des Jobs.
Möchte man gleichzeitig einen zweiten ZIP-Export starten, so wird dies mit einem Warning verhindert. Grund dafür ist, dass beim ZIP-Export die Daten mit der Postgres verschnitten werden und die Relation am Objekt zum Leerraster gesetzt wird. Dies kann bei großen Site-Cluster-Groups einige Zeit in Anspruch nehmen. 2 Jobs sollen in diesem Fall nicht parallel gestartet werden. Das Handling hierzu ist in Rimo sehr simpel gestaltet und mit ein paar wenigen Klicks kann man sich die gewünschten ZIP-Exporte generieren. Mit dieser Verbesserung hat man eine transparentere Übersicht darüber, welche Jobs und Exporte gestartet wurden. Bisher hatte man nur über indirektem Weg die Möglichkeit, sich die Services der betroffenen Locations anzuzeigen. Ab jetzt ist der Tab Services nun in allen Locations, also bei FTTX Locations, Provider Locations und so weiter, sichtbar. Voraussetzung, dass Services angezeigt werden, ist, dass diese einen A- oder Z-Endpoint an der Location haben oder durch die Location durchgehen. Mit dieser Verbesserung hat man einen besseren Überblick darüber, welche Services und Detaildaten die jeweilige Location hat. Das Handling zu Materialien mit Change Order wurde in den letzten Releases laufend verbessert. So kann man zum Beispiel keine Materialien löschen, die eine Change Order haben. Bis jetzt konnten jedoch unterschiedliche Funktionen für betroffene Materialien mit Change Order durchgeführt werden. Neu ist nun, dass Objekte, die bereits verbucht wurden, also eine Change Order haben, nur noch eingeschränkt verändert werden können. Folgende Funktionen sind nicht möglich, wenn bereits Material verbucht wurde. Das Mergen, also Zusammenführen von Kabeln, das Cutten, also Schneiden von Kabeln und Splitten bzw. Mergen von Ducts. Das heißt, bei verbuchten Objekten dürfen die Längen nicht geändert werden und der Multi-Edit von Execution State wird ebenso verhindert. Versucht man trotzdem, eine dieser betroffenen Änderungen auf einem verbuchten Objekt durchzuführen, erhält man folgenden Hinweis. Durch diese Verbesserung verhindert man, dass bei bereits dokumentierten Objekten Änderungen vorgenommen wurden, die den Ist-Stand manipulieren und steuert so zu einer noch nachhaltigeren Materialdokumentation bei. Bis jetzt konnte man verschiedene Clustertypen, zum Beispiel Site Cluster, Sales Cluster und so weiter, mit der richtigen Berechtigung erstellen und administrieren. Einen Site Cluster oder Construction Cluster aus einem Sales Cluster zu erstellen, war jedoch bis jetzt nicht möglich. Ab jetzt können Sales Cluster in Site Cluster oder Construction Cluster umgewandelt werden. Dies geschieht sehr simpel über die Funktion Create Site Cluster. Zusätzlich können verschiedene Clustertypen-Kategorien in andere umgewandelt werden. Der große Vorteil daran ist nicht nur, dass man sich das Zeichnen eines neuen Polygons erspart, sondern auch, dass die Daten 1:1 übernommen werden. Zusätzlicher Vorteil an diesen Verbesserungen ist, dass eine Cluster-Kategorie nun problemlos im Nachhinein geändert werden kann. Weitere Details sowie die genaue Bedienung zeige ich euch jetzt. Es gibt die Möglichkeit, einen Sales Cluster in einen Site Cluster umzuwandeln. Dabei werden die Daten 1:1 übernommen. Dazu klickt man im GIS-View auf den gewünschten Sales Cluster und im Pop-up-Menü auf die Clusterbezeichnung, um in den Cluster-Editor zu gelangen. Anschließend klickt man im Cluster-Editor auf Actions und Create Site Cluster. Dabei öffnet sich ein Dialog, in dem der Name definiert werden kann. Hierbei handelt es sich um ein Pflichtfeld und optional kann auch der Typ definiert werden und der neue Site Cluster auch einem Team zugewiesen werden. Durch Klick auf OK erhält man das neu erstellte Site Cluster. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, von bestehenden Clustern die Cluster-Kategorie zu ändern. Dadurch klickt man auch im GIS-View auf das gewünschte Cluster
und durch Klick auf die Clusterbezeichnung landet man wieder in dem Cluster-Editor, wo man unter Actions durch Change Cluster Category die Cluster-Kategorie ändern kann. Hier kann der Name wieder geändert werden und ich muss verpflichtend die neue Cluster-Kategorie definieren. Optional kann ich wieder den Typ definieren und dieses Cluster auch einem Team zuweisen. Da es laufend neue Anforderungen an die verschiedenen API-Methoden gibt, entstand im letzten Sprint eine neue Methode für das Abrufen der Informationen der Construction Cluster. Nun können die Construction Cluster abgefragt werden. Das Handling zu den Work Orders in Rimo wird laufend verbessert. Aus der Erfahrung hat sich der Bedarf ergeben, die Informationen zu den Work Orders auch im Splice Manager und in den verschiedenen Queries zu sehen. Deswegen ist es mit diesem Release neu, dass Work Orders, die am Z-Endpoint des Kabels bzw. an der Location vorhanden sind, in der Spalte Work Order Endpoints angezeigt werden. Zusätzlich werden in den Cluster Queries ab sofort alle Work Orders der am Cluster zugeordneten FTTX Locations angezeigt. Dadurch hat man alle benötigten Informationen zu Work Order auch an verschiedenen Stellen direkt auf einen Blick, ohne nach den Informationen suchen zu müssen. Bis dato war es nicht gerade einfach, die Backbone-Objekte je Region und je Cluster richtig aufzulisten. Nun darf ich euch die Neuerung bei Backbone-Verbindungen vorstellen. Bei Backbone Ducts und Cables wird nun zwischen All und Used unterschieden. In den Queries im Overlay können beide Kategorien je Ducts und Cables angezeigt werden. In den Queries der Cluster-Editoren werden nur die Used Backbone Ducts und Cables angezeigt. Durch diese Verbesserung kann man einfacher nach den gewünschten Backbone-Objekten suchen. Die Möglichkeit, Info-Locations in GIS-View hinzuzufügen, gibt es schon lange. Die Info-Location gibt im Pop-up-Menü Info Informationen über etwaige Notizen, den Execution State, also Ausführungsstatus, und über die angegebene Kategorie. Neu ist nun, dass Info-Locations aus dem Editor im GIS-View angezeigt werden können. Öffnet man also den Info-Point unabhängig vom Cluster im Editor, so kann dieser über GIS auch im GIS-View im entsprechenden Cluster angezeigt werden. Dadurch erhält man im GIS-View eine vereinfachtere Informationsbeschaffung darüber, wo sich die Info-Location genau befindet. Bisher konnte je Auftrag nur ein Site-Cluster zugewiesen werden. Das heißt, es gab keine Möglichkeit, mehrere Site-Cluster demselben Auftrag zuzuweisen. Mit Release ist es nun möglich, einen Auftrag mehreren Site-Clustern zuzuweisen. Ebenso ist es möglich, einen Site-Cluster mehrere Aufträge zuzuordnen. Dadurch ergeben sich Änderungen im Logistik-Overlay. Beim Einstieg ins Projekt muss in Bezug auf die Änderung auf Folgendes geachtet werden. Erstens, der Auftrag ist mehreren Clustern zugewiesen. Dadurch ergibt sich folgende Ansicht. Das heißt, wenn man für mehrere Site-Cluster je Auftrag berechtigt ist, sieht man auch all jene im Auswahldialog. Zweitens, der Site-Cluster ist mehreren Aufträgen zugewiesen. Dadurch ergibt sich folgende Ansicht. Das heißt, wenn man für mehrere Aufträge berechtigt ist, sieht man auch all jene im Auswahldialog. Bis jetzt konnte der Vertrag eines Services nicht so einfach gelöscht oder gewechselt werden. Das heißt, die Administration war sehr mühsam. Ab diesem Release gibt es die Möglichkeit, den Vertrag eines Services mittels Action zu wechseln. Das Handling hierzu ist in Rimo sehr simpel gestaltet und mit ein paar wenigen Klicks kann man den Provider wechseln.
Durch diese Zusatzfunktion minimiert man das Fehlerpotenzial und man spart sich einiges an Zeit für die Administration. Die Details dazu und die genaue Zuweisung werde ich euch nun näher erklären. Für den Providerwechsel muss man berechtigt sein. Für User mit einer Admin-Rolle, welche das Funktionsrecht SD-FTTH-Admin beinhaltet, ist es möglich, den Vertrag des Services mittels Assign New Contract zu wechseln. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, das Wechseln des Vertrages im Editor des Services. Im Editor des Services ist über Actions, Assign New Contract der Vertrag wechselbar. Hierzu klickt man im Dialog auf den gewünschten Vertrag und klickt anschließend auf OK. Die zweite Möglichkeit ist das Wechseln des Vertrages in der Service-Übersicht mittels Multi-Action. Dazu wählt man die gewünschten Services aus und klickt dann rechts oben auf Actions, Assign New Contract. Und auch hier hat man dann die Möglichkeit, den gewünschten Vertrag auszuwählen und mittels Klick auf OK konnte man hier auch erfolgreich den Provider wechseln. Das war's vom Rimo Summer Release 2023. Hoffentlich waren wieder einige Dinge dabei, die eure tägliche Rimo Experience ein Stück weit besser machen. Detailliertere Informationen zu den einzelnen Features gibt's in unserem Wiki. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Strand, See, Berge oder einfach nur gemütlich zu Hause chillen? Was auch immer auf eurer Bucketlist steht, hoffentlich ist der Sommer genau nach eurem Geschmack. Wir beide verabschieden uns jetzt ins kühle Nass und wünschen euch schon einmal eine Eine wunderschöne Zeit.